Stand Mai 2026 verändert sich die Lage rund um Kuba-Flüge fast wöchentlich. Erst hat Cubana de Aviación die Verbindung zwischen Madrid, Santiago de Cuba und Havanna eingestellt. Dann kündigte Iberia an, die Kuba-Flüge ab Juni vorübergehend auszusetzen. Und gleichzeitig tauchen plötzlich neue Optionen wie der neue Neos-Flug von Rom nach Eutin auf. Viele Menschen fragen sich deshalb aktuell, wie kommt man 2026 überhaupt noch nach Kuba? Und genau darüber sprechen wir heute. Welche Airlines aktuell noch fliegen, welche Verbindungen neu dazukommen und bei welchen Meldungen man aktuell lieber vorsichtig sein sollte. Wenn ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid, ja, abonniert gerne meinen Kanal. Los geht's! Die wohl wichtigste Nachricht der letzten Tage war die Einstellung der Verbindung Madrid-Santiago de Cuba-Havanna durch Cuba de Aviación. Durchgeführt wurden diese Flüge zuletzt vom spanischen Betreiber Plus Ultra. Laut mehreren Medienberichten und Informationen aus der Tourismusbranche hat Plus Ultra die Zusammenarbeit kurzfristig beendet. Hintergrund sollen wirtschaftliche Risiken, die schwierige Lage in Kuba und neue internationale Sanktionen sein. Für viele Kubaner in Spanien und Deutschland war genau diese Verbindung extrem wichtig. Vor allem auch wegen Santiago de Cuba, weil direkte Verbindungen in den Osten inzwischen sehr selten geworden sind. Und man merkt inzwischen deutlich, Kuba ist im internationalen Flugverkehr immer abhängiger von ausländischen Airlines geworden. Und ich merke das aktuell auch extrem an den Nachrichten und Kommentaren, die ich bekomme. Viele Menschen wissen momentan überhaupt nicht mehr, welche Airline fliegt denn eigentlich noch? Kann man überhaupt noch sicher buchen? Und was passiert, wenn plötzlich wieder etwas gestrichen wird? Diese Unsicherheiten, diese merkt man aktuell wirklich überall. Welche Airlines fliegen noch aktuell? Nun ja, dazu kommen wir gleich. Eine der aktuell wichtigsten Verbindungen bleibt Air Europa. Die Airline fliegt weiterhin zwischen Madrid und Havanna. Aktuell gehört Air Europa damit zu den stabileren Optionen zwischen Europa und Kuba. Aber auch hier gilt, die Lage kann sich kurzfristig ändern. Und ich glaube, viele Menschen buchen aktuell auch deutlich vorsichtiger als früher. Früher hat man einfach gebucht und fertig. Heute schauen viele, wie stabil ist die Airline überhaupt? Wie oft wurden Flüge zuletzt gestrichen? Was passiert im Notfall? Bekomme ich mein Geld zurück? Ja, gerade bei Kuba ist dieses Vertrauen in stabile Flugpläne aktuell deutlich kleiner geworden. Kommen wir zu World to Fly. Auch World to Fly bietet weiterhin Flüge zwischen Spanien und Kuba an. Die Frequenzen wurden zwar teilweise angepasst, aber die Airline bleibt aktuell weiterhin im Kuba-Geschäft aktiv. Auch das zeigt, komplett abgeschnitten ist Kuba natürlich nicht, aber der Markt verändert sich aktuell sichtbar. Anders sieht es dann tatsächlich bei Iberia aus. Die Airline plant aktuell ihre Direktverbindung zwischen Madrid und Havanna ab Juni 2026 vorübergehend auszusetzen. Geplant ist laut aktuellen Informationen eine Pause bis ungefähr November. Als Gründe werden unter anderem die schwierige Versorgungslage mit Kerosin in Kuba sowie wirtschaftliche Faktoren genannt. Das zeigt ziemlich deutlich, wie schwierig der Kuba-Markt aktuell selbst für große Airlines geworden ist. Denn wenn selbst große und etablierte Airlines vorsichtiger werden, merkt man, die Situation ist aktuell alles andere als normal. Und jetzt kommen wir zu einer der interessantesten Entwicklungen überhaupt. Die italienische Airline Neos plant ab dem 29. Juni 2026 eine neue Verbindung zwischen Rom und Eutin. Und das könnte wirklich wichtig werden. Denn gerade der Osten Kubas hat in den letzten Monaten immer mehr internationale Verbindungen verloren.
Viele Airlines konzentrieren sich denn am Ende doch eher auf Havanna oder ja eben touristische Regionen. Für Menschen mit Familie in Santiago de Cuba, Holguín oder Guantánamo werden Reisen dadurch oft deutlich komplizierter und teurer. Und ja, genau deshalb ist dieser neue Flug aktuell so interessant. Für Menschen mit Familien im Osten Kubas könnte das wirklich eine wichtige Alternative werden. Natürlich muss man erstmal abwarten, wie stabil die Verbindung langfristig läuft. Aber aktuell gehört Neos definitiv zu den spannendsten, ja, neuen Entwicklungen im Kuba-Flugmarkt. Bei Air France kursieren aktuell viele widersprüchliche Informationen. Deshalb hier, ja, ganz wichtig: Air France bietet weiterhin Kuba-Verbindungen an. Allerdings sind die Direktflüge zwischen Paris und Havanna aktuell weiterhin ausgesetzt. Das bedeutet, man kann teilweise weiterhin über Air France nach Kuba reisen, allerdings oft über Partner-Airlines oder mit Zwischenstopps. Und genau das sorgt aktuell auch für viel Verwirrung im Internet. Viele lesen dann, ja, Air France fliegt wieder nach Kuba, und am Ende stellt sich heraus, naja, es geht gar nicht um einen klassischen Direktflug. Deshalb muss man aktuell wirklich sehr genau hinschauen. Ja, aber was ist mit Air China? Denn diese Airline, die viele aktuell gar nicht auf dem Schirm haben, das ist Air China. Die chinesische Airline verbindet weiterhin Peking, Madrid und Havanna. Dadurch existiert aktuell weiterhin eine zusätzliche Verbindung zwischen Spanien und Kuba. Allerdings gab es auch hier zuletzt Anpassungen. Wegen der ja, Treibstoffsituation in Kuba musste Air China teilweise technische Zwischenstopps einlegen, unter anderem auf den Bahamas. Trotzdem gehört Air China aktuell weiterhin zu den Airlines, die Kuba noch anfliegen. Und gerade weil ja, aktuell so viele Verbindungen wegfallen, wird auch diese Route für manche Reisende interessanter. Ähnlich sieht es aktuell bei Turkish Airline aus. Auch hier gibt es im Netz viele Aussagen wie, naja, die Flüge starten ab Juni wieder. Wirklich offiziell bestätigt scheint das derzeit aber noch nicht zu sein. Nach aktuellem Stand sind die Flüge weiterhin ausgesetzt. Eine mögliche Rückkehr 2026 ist zwar nicht ausgeschlossen, aber momentan eben ja noch unbestätigt. Und gerade bei Kuba sollte man aktuell wirklich vorsichtig sein mit ja, voreiligen Meldungen, denn Flugpläne ändern sich momentan teilweise innerhalb ja, weniger Wochen. Und naja, genau deshalb halte ich es aktuell auch für wichtig, immer dazu zu sagen, das hier ist der Stand aus Mai 2026. Denn bei Kuba kann sich die Lage teilweise extrem schnell verändern. Warum passiert das alles überhaupt? Ja, kommen wir denn tatsächlich mal zu dieser Frage. Also warum ändert sich der Flugmarkt nach Kuba aktuell so stark? Ein großer Faktor ist natürlich die Treibstoffkrise. Kuba hat seit Monaten massive Probleme bei der Versorgung mit Kerosin. Teilweise ja, mussten Airlines technische Zwischenstopps einlegen oder Verbindungen komplett streichen. Dazu kommen wirtschaftliche Probleme, sinkende Nachfrage und natürlich auch ja, internationale Sanktionen und Risiken. Viele Airlines prüfen inzwischen sehr genau, ob sich Kuba wirtschaftlich überhaupt noch lohnt. Und man sieht inzwischen deutlich, ja, Kuba steckt aktuell nicht nur in einer Energiekrise, sondern auch in einer echten Luftverkehrskrise. Die große Frage wird jetzt sein, ziehen sich in den nächsten Monaten noch weitere Airlines zurück oder entstehen vielleicht sogar neue Verbindungen? Denn genau dort entstehen manchmal auch letztendlich die Chancen. Wenn große Airlines sich zurückziehen, versuchen manchmal kleinere Anbieter in die Lücke zu gehen. Und ja, genau deshalb wird es spannend sein zu beobachten, wie sich Airlines wie Neos in den nächsten Monaten entwickeln. Ein Punkt, den ich auch vorwegnehmen möchte, ähm,
Und ich weiß natürlich auch, dass unter solchen Videos oft Kommentare kommen wie, ja, warum sollte man überhaupt nach Kuba fliegen? Oder ja, Kuba sollte man boykottieren. Oder auch, das ist eine Diktatur. Und am Ende muss ja, das natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber man darf eben auch nicht vergessen, für viele Menschen geht es dabei nicht einfach nur um Urlaub. Viele Kubaner haben Familie, Partner oder auch Kinder in Europa. Andere warten auf Familienzusammenführungen, Ehegattennachzug oder ja auch Einladungen nach Deutschland. Und genau dafür braucht es am Ende nun einmal auch Flugverbindungen. Man sollte die Situation deshalb vielleicht nicht nur aus touristischer Sicht betrachten, sondern auch aus ja, menschlicher Perspektive. Denn ja, wenn Flugverbindungen wegfallen, betrifft das eben nicht nur Touristen, sondern auch ganz normale Familien. Ja, kommen wir zum Fazit. Trotz allem bleibt Kuba weiterhin erreichbar. Auch die Zeiten, in denen man ja einfach Monate vorher blind buchen konnte sozusagen, scheint aktuell erstmal vorbei zu sein. Aber nun ja, wer 2026 nach Kuba reisen möchte, sollte Flugpläne regelmäßig prüfen und sich auf kurzfristige Änderungen einstellen. Besonders spannend wird jetzt die Frage, wie stabil bleiben die verbliebenen Airlines und können neue Verbindungen wie Neos vielleicht einen Teil der entstandenen Lücke schließen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welcher Airline seid ihr zuletzt nach Kuba geflogen und welche Verbindung würdet ihr aktuell buchen? Ja, und wenn ihr wollt, ja, kann das hier auch eine regelmäßige Reihe werden, in der wir gemeinsam auf die aktuelle Entwicklung rund um Kuba-Flüge schauen. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gern ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr ja bei neuen Kuba-News immer dabei seid und nichts verpasst. Bis dahin, Saludos, ciao.